Hi, Nana hier von Nana Knits and Threads. Heute möchte ich mit euch über den vergangenen Oktober reden, über meinen Besuch in Backnang, was denn hier so Neues eingezogen ist, was ich Neues entdeckt habe. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Viel Spaß dabei! Ja, so schnell geht's. Der Oktober ist vorbei und wir sind jetzt direkt im November und somit startet für mich die Vorweihnachtszeit. Yay! Ja, sorry, dass ich euch mit jetzt schon auf die Nerven gehe damit, aber ihr werdet es als schleichenden Prozess in nächster Zeit bei mir bemerken. So langsam kommt bei mir das Vorweihnachtsfeeling und das ist für mich die liebste Zeit. Ähm, Tatsächlich mag ich alles, was drumherum damit zu tun hat. Weihnachtsstrick, Weihnachtslieder, Backen, Weihnachtsmärkte, den ganzen Dekokram herausholen und so langsam wird dann hier das Haus weihnachtlich eingestimmt mitsamt Lichterkette, Kerzen, Tee, ja, Stollen, damit man auch schön lange was davon hat. Gut, aber was hat denn der Oktober so gebracht? Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die wirklich zahlreich beim letzten Live mit dabei waren. Vielen, vielen Dank und ich sehe, dass euch dieses Dreierformat immer mehr gefällt und Anklang findet. Ja, und damit ich das Wichtigste auch nicht vergesse, nenne ich es gleich vorneweg. Das nächste Live steht nämlich schon fest und das wird am 24. November hier auf meinem Kanal um 19:30 Uhr stattfinden. Dieses Mal nehmen die liebe Simone von My Simone und die Fiona von Nordnitz daran teil. Und ich freue mich drauf und bin mal gespannt, welche strickigen Gespräche wir denn zusammen da führen werden. Also, notiert's euch, 24. November. Ich bemühe mich, dass es auf jeden Fall die Uhrzeit sein wird und nicht daran geschüttelt und gerüttelt wird. Das letzte Mal ist mir leider ein beruflicher Termin dazwischen gekommen und ich musste es um 1 Stunde nach hinten verschieben. Also seht's mir nach. Für mich ist 19:30 Uhr auch die idealste Zeit. Ich freue mich drauf. Ja, was wird denn noch in nächster Zeit stattfinden, wenn ich schon dabei bin? Marie hat es auf ihrem letzten oder in ihrem letzten Video schon genannt, Marie von Marvel Knitting. Wir hatten letztes Jahr, Marie und ich, Weihnachtslives. So ist es überhaupt entstanden. Wenn ihr Lust habt, wir werden es auch dieses Jahr fortführen. Da steht auch schon der erste Termin fest, und zwar der 1. Dezember, und der zweite Termin wird am 8. Dezember sein. Und die Teilnehmer am 1. Dezember ist die Mary von Strandstrick dabei. Das letzte Mal mussten wir es aus gesundheitlichen Gründen verschieben. Und beim zweiten Live ist die Simone von My Simone mit mir und der Marie dabei. Und ja, in diesen 2 Lives wird es verstärkt um Weihnachtsthemen gehen. Soll ganz locker und entspannt mit dem Weihnachtsshishi und Klimbim vonstatten gehen. Und wir wollen euch und uns die Adventszeit verschönern und ein bisschen, ja, einfach im Alltag runterkommen lassen, ein bisschen Weihnachtsgefühl vermitteln und vielleicht einige Trampelpfade zum Strickthema verlassen, diverse andere Themen mit einflechten. Ich habe auch vor, im Dezember wie letztes Jahr wieder meine Weihnachtstagebuchformate zu gestalten. Das heißt, es wird zu meinem ganz normalen Strick-Content Adventszeit mitgefilmt, also hier und da der Weihnachtsmarkt oder was ich denn sonst so in der Vorweihnachtszeit gestalte. Einfach um dieses starre YouTube-Format zu durchbrechen, also sprich immer Finished Object, Whips, Wolle in die Kamera zeigen, auch den Schnitt und das ganze Bestücken der Episoden etwas zu vereinfachen. Denn das Sprechen in die Kamera ist mitunter einer der leichtesten Parts an so einem YouTube-Video, denn das genaue Zuschneiden, Bestücken mit Texten, Infobox etc. pp. Das ist meistens dann das Aufwendigere und, wenn ich ehrlich bin, auch nicht so das Spannende an dem Videozuschnitt. Also um einfach mir
ein bisschen Abwechslung zu gönnen und euch vielleicht auch, werde ich das Weihnachtstagebuch-Format im Dezember fortführen. Das heißt mit weniger aufwendigem Schnitt, beziehungsweise meistens nehme ich dann mit Handy auf, werde ich dann kürzere Episoden mit einer bunten Mischung hochladen. Aber, und deswegen nenne ich es jetzt schon, denn jetzt trudeln schon langsam Produkte ein. Ich habe auch da wieder, wie letztes Jahr vor, euch zur Adventszeit einige der hier ankommenden Produkte wieder zu verlosen. Ich finde einfach, das ist schön, wenn man zur Weihnachtszeit die Möglichkeit hat, als Dankeschön wieder was weiterzugeben, beziehungsweise viele, die mir zuschauen und folgen und viele Firmen sind auch bestrebt, haben auch Interesse, ebenfalls mit Produkten das zu unterstützen. Ja, und wenn ich schon benannt habe, die erste Firma, bei der ich nämlich angefragt habe, ob sie wieder Lust hat, daran teilzunehmen, ist Edna. Bei Edna bin ich ja ich bin ja im Strickfluencer-Programm. Das heißt also, hier und da bekomme ich neues Garn zugesendet zum Testen. Unter anderem ist es dieses ganz neue Sockengarn. Das ist die Socks Merino und die hatten die vorher nicht im Programm. Es gibt sie Unifarben, zum Beispiel in diesem tollen Grün oder halt eben in diesen tollen melierten Färbungen und fühlt sich auch super weich an. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Verstrickt habe ich es noch nicht, aber Edna war so nett und hat mir eine ganze Kiste verschiedener Sockengarne, also unter anderem dieses neue, zugesendet. Dann in so einer Weihnachtsfärbung die Melan Raggi und die liebe ich ja und da habe ich auch schon aus einem Strang dieses Paar Socken hier und zwar nicht selbst gestrickt, sondern meine Freundin Lilly. Manche von euch haben sie schon gesehen in Kassel und jetzt auch in Backnang. Sie war so nett und hat mir die gestrickt und die Technik, die sie angewendet hat, ist aus einem YouTube-Video, das werde ich euch unten verlinken. Wir können beide kein Russisch, aber wir können mit den Augen folgen. Das heißt also, die Videos sind so toll, dass man auf jeden Fall das hinkriegt, sieht man ja. Und nach dieser Technik mit 2 Nadeln hat sie diese wunderbaren Socken gestrickt. Also da bin ich total happy. Das ist auch eine Weihnachtsfärbung und die Qualität ist auf jeden Fall die Sechsfachwolle Melan Raggi in der Weihnachtsfärbung und 100 Gramm, 260 Meter findet ihr auf der Seite von Edna und Mia hat sie, wie gesagt, dieses tolle Paar gestrickt und ich verlinke euch das Video unten und ihr könnt es euch anschauen. Also eine ganz tolle Technik und sie meint, lasst mich lügen, für eine Socke braucht man 2 Stunden, wenn man schnell ist. Also eben mal fix ein paar Socken gestrickt. Und eine andere Technik, die sie angewandt hat, aus ebenfalls Edna-Wolle, ebenfalls sechsfach. Da kommen die Socken dann so raus. Da verlinke ich euch das Video auch unten. Es sieht hier breiter aus, aber angezogen am Fuß sitzt es sehr gut. Und ebenfalls nur mit 2 Nadeln und geht auch ganz fix. Also sie ist ganz angetan davon und war, wie gesagt, so nett und hat mir diese 2 Paar aus der wunderbaren Wolle gestrickt. Ich habe die Socken, wie ihr schon seht, geblockt und gewaschen. Ich hatte sie oder sie hatte sie im Backnang dabei und Marie zum Anfassen gegeben. Marie ist sehr empfindlich und für sie ist das zu, ja, zu kratzig gewesen. Aber ich finde zum Beispiel die sehr, also ich finde die weich, aber halt eben schurwollweich und ich finde sie angenehm. Deswegen, das ist immer so ein individuelles Gefühl. Also wenn man kein Problem hat mit Schurwollen, dann ist das auf jeden Fall eine softe und eine tolle Sockenwoll-Variante und sehr zu empfehlen. Aber Edna hat, wie gesagt, verschiedene Sockenwollen mir zugesendet. Hier ist auch eine 8-fach Qualität, ne? Ebenfalls eine Weihnachtsfärbung. Und hier habt ihr 100 Gramm, 150 Meter. Und diese Kiste Sockenwolle
wird auf jeden Fall in der Weihnachtstagebuch oder in den Weihnachtstagebuchfolgen ihre Verwendung finden, weil ich da die Wollen verlosen werde. Unter anderem. Es ist hier noch anderes eingetrudelt, das werde ich euch aber jetzt im Laufe des Videos zeigen. Auf jeden Fall finde ich es toll, wer mich so alles unterstützen will, sei es mit kleinen Geldspenden für die Portokosten oder halt eben für mit Produktspenden, um einfach euch auch wieder was zurückzugeben. Und ganz ehrlich, ist es nicht schön in der Vorweihnachtszeit, wenn man denn was unverhofft gewinnt und Stricken verbindet, und unser Hobby, finde ich, animiert uns doch zum Teilhaben und Miteinander teilen. Also ich freue mich, wenn ihr euch freut und wenn ich was zurückgeben kann. Wenn wir schon beim Thema Verlosung sind, in meiner letzten Episode habe ich das für die Followerzahl 4000, die ich geknackt habe, also hier auf YouTube, wollte ich was zurückgeben, beziehungsweise eigentlich für 2 Jahre YouTube, die ich jetzt voll habe. Und ja, so schnell geht's. Also ich kann es gar nicht glauben. Es haben so viele von euch kommentiert und da bin ich total erfreut drüber. Freue mich vor allem auf die Gewinner, die eben hier jetzt gezogen sind. Überhaupt über die lieben Kommentare, die ihr geschickt habt. Also was da so alles drin stand, das hat mir einfach gezeigt, dass es Zuhörer gibt da draußen, dass es jemand gibt, den es wirklich interessiert, was ich hier in die Kamera rein schwätzt, um es einfach so banal zu sagen. Denn auf der Seite fühlt sich das manchmal oder sehr oft sehr einsam an. Da geben einem so Dinge wie eben die Lives oder halt Wollfeste ganz anderes Feedback zurück, als eben, wenn man zu Hause vor der Kamera alleine sitzt. Zum Thema Verlosung gehen wir doch über auf die Verlosung. Also ich habe dieses Riptide Scarfett von der lieben Jennifer Shields Toland, eine irische Designerin aus New York, stricken dürfen. Ihr erhaltet die Anleitung auf Ravelry, mittlerweile auch auf Deutsch übersetzt. Die, die mir länger folgen, wissen, dass ich für Jennifer immer wieder Tests stricke. Und, sie hat, das ist übrigens aus der Ulrika Tweed gestrickt, 2 Stück, also beziehungsweise vom zweiten Knäuel ist das noch übrig. Insgesamt waren das auf 50 Gramm 100 Meter, meinte ich jetzt nicht. Doch 50 Gramm 100 Meter, also DK-Stärke. Dieses Scarfett gibt's auf Englisch und auf Deutsch auf Ravelry. Jennifer hat für die Verlosung 3-mal die Anleitung für jemand von euch zur Verfügung gestellt. Und ich blende jetzt hier nacheinander 3 von euch ein, die sich bei mir melden mögen per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist unten in der Infobox, damit ich euren Ravelry-Namen weiß und ihr die Anleitung erhaltet. Herzlichen Glückwunsch an diese folgenden 3 Gewinnerinnen. Gewinnerin Nummer 1. Gewinnerin Nummer 2. Und Gewinnerin Nummer 3. Ich hoffe, ihr habt Freude damit. Also ich hatte sie, es ist sehr schnell gestrickt. Dann habe ich 2 Produkte der Firma Mood gekauft und die habe ich ebenfalls für diesen Zweck besorgt. Unter anderem dieses Täschchen. Das ist ein Ledertäschchen mit vielen Fächern, wo ihr eure Nadelseile schön verpacken könnt. Die Gewinnerin für diese Tasche blende ich jetzt hier ein. Und als letztes habe ich noch diese Nadeltasche gekauft. Ebenfalls Leder. So sieht sie von innen aus. Und die Gewinnerin von dieser Tasche blende ich ebenfalls hier ein. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle und ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude daran und vielen Dank nochmal an euch alle, die ihr mich von Anfang an unterstützt, aber auch die Neuen, die mittlerweile dazugekommen sind und mir bei meinem Strickthema, Strickpodcast hier folgen und zuhören mögen. Viel Spaß! Ja, ich fange doch mal gleich mit Backnang an. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe es das letzte Wochenende besucht, also
Backnang ist das letzte Oktoberwochenende gewesen. Ich war am Sonntag dort, bin direkt mit meiner Freundin Lilly hingefahren von uns aus. Wir sind Hessische Bergstraße hier, wo wir wohnen. Haben wir 1,5 Stunden Fahrt. Das geht, finde ich. Dort habe ich mich fest mit der Marie von Mabel Knitting verabredet, mit einigen von euch, die ihr mir hier folgt. Unter anderem mit Monika, Ute und Tatjana. Hallo an euch drei. Wollte auf jeden Fall Steffi von Zauberkunstgarne, Anja von Wollträume und Christiane von Lesminitz treffen. Das war mein Ziel. Was heißt, wen wollte ich treffen? Natürlich wollte ich vorneweg die Veranstalterin Renate und auch die Mithelferin Yvonne treffen. Yvonne und ich haben über WhatsApp uns mehrfach ausgetauscht, was und wie wir es am besten machen, habe ich sie gefragt. Es lief auch alles wunderbar und klasse. Ich bin dann, wie gesagt, mit meiner Freundin dort angekommen und am Sonntag war es auch recht entspannt. Wir haben fix einen Parkplatz gefunden. Wir durften vorher rein, bevor ihr Besucher drin, also Einlass erhalten habt, und haben dann schon mal intern einfach mit allen sprechen können, die wir treffen wollten, und einfach ein entspanntes Hallo sagen können, und das war toll. Yvonne war auch beschäftigt. Klar, wenn man das Ganze organisiert, hat man überall immer irgendwas zu tun. Da wollte ich dann auch nicht gleich stören. Sie sagte dann, wir treffen uns später, und das war ja auch okay. Ich wollte ja, wie gesagt, auch Renate dann ganz entspannt am Ende Hallo sagen und mit ihr nochmal ein paar Minuten reden. Wenn es euch interessiert, ich habe letztes Jahr in Backnang ein Interview geführt mit Renate, und Yvonne war auch dabei und auch ihre Handfärbekünstlerin, damit ich den Namen nicht falsch sage. Sie heißt, also die Frau Uhl, Franziska Uhl sogar korrekterweise. Da verlinke ich euch das Video hier oben, da könnt ihr nochmal reinschauen, falls ihr denn die Hintergrundinfos habt. Ja, und dieses Jahr habe ich beschlossen, dass ich mit Marie einfach mal als Besucherin auf dem Wollfest sein will. Klar haben wir hier und da mal gedreht und vor allem genetworked, wie man so schön sagt, also sprich Kontakte gepflegt, sich ausgetauscht und so weiter. Ihr müsst verstehen, wenn man Interviews führt und dann auch viele Aufnahmen macht auf so einem Wollfest, dann hat man nicht tatsächlich was davon. Also ich sehe eigentlich dann das Wollfest oder erlebe es dann auch erst vor dem Laptop zu Hause, weil aktiv im Geschehen drin bekomme ich dann fast nichts mit. Also wollte ich jetzt mal einfach wirklich mir die Wollqualitäten aktiv anschauen, wirklich mal tiefere Gespräche führen, mal schauen, was es sonst noch gibt, was mir nicht aufgefallen ist, welche anderen Handfärber da sind, und einfach das Fest genießen. Gesagt, getan. Marie kam dann auch zeitnah an. Wir haben uns gleich dort getroffen. Wir sind dann gleich zur Steffi, haben uns da auch total süß unterhalten, sind dann zur Christiane. Denn zur Christiane wollte ich, und da gehe ich jetzt auf diesen Cardigan ein, für die Christiane von Miss Minitz durfte ich den nämlich teststricken. Das ist der Swake Cardigan. Die Anleitung gibt es mittlerweile auf Ravelry. Es ist eine Kaufanleitung, aber für die Besucher von Backnang vor Ort waren, die konnten sich diese Zeitung, das war nämlich neu, dort für einen kleinen Obolus kaufen. Übrigens findet nächstes Jahr Backnang am 24. und am 25. Oktober statt, falls ihr euch das schon eintragen wollt. Und in diesem Heftchen war unter anderem das Design von der Christiane drin und auch die Designs von zum Beispiel Kleinigkeitenliebe. Sie hat auch was für das Heft designt. Ihr seht, da sind auch andere Sachen aufgeführt. Und für diese 2 Tage konnte man mit einem QR-Code, da ist die Beinstulpe von Kleinigkeitenliebe, also ihr findet das jetzt alles auf Ravelry, aber für diese 2 Tage konnte man anhand dieser QR-Codes sich die Anleitungen runterladen, kostenlos. Das war dann sozusagen ein Bonbon für die Besucher vom Backnanger Wollfest. Zurück zum Swag Cardigan. Ich durfte den also teststricken. Christiane hat ein neues Garn in den Shop gebracht. Und zwar ist es die Alpaka Cloud. Meine Farbe ist Rosmarin-Knospen, und das ist 70% Alpaka, 23% recyceltes Polyamid
und 7% Schurwolle, 260 Meter auf 100 Gramm, Nadelstärke 5 wird empfohlen und es ist ein Blown Yarn, also ein in so einen Schlauch gepustetes Garn, wie ihr hier sehen könnt. So, jetzt. Dann hat sie gefragt, hast du Lust, möchtest du in meine Teststrickgruppe? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja. Also für mich ist das gar keine Frage. Ich habe die Größe M gewählt. Ich nehme es mal runter. Ein Ärmel habe ich schon fertig. Beim zweiten bin ich noch dran. Bis jetzt habe ich drei Knäule verstrickt und nee, 3 Stränge und einen Strang muss ich, wie gesagt, noch reinstricken. Wie ihr seht, das ist eine Sattelschulterkonstruktion. Vorne ist der Cardigan abgerundet. Da könnt ihr ja nochmal sehen, also ist abgerundet. Bei der Christiane hat der Cardigan Knöpfe. Meiner wird wohl keine kriegen. Ich möchte, glaube ich, vorne Bindebänder anbringen oder halt eben Druckknöpfe. Aber ich tendiere im Moment zu diesen I-Cord Bindebändern. Die Wolle ist leicht, sie ist flauschig, sie ist soft durch das Alpaka. Wie der Name sagt, Alpaka Cloud, so fühlt sich das auch an. Ist sehr angenehm. Also denke ich, wird auf jeden Fall so ein Allrounder. Die Farbe, wie ihr seht, die variiert. Nennt man das Variegated? Bin mir nicht sicher, aber es hat diesen typischen Handfärbecharakter. In der Kamera, finde ich, kommt es deutlicher heraus als wie in Natura. Hat aber einen sehr schönen Farbton, den ich mir auch ausgesucht habe. Bei mir ist aktuell alles rot- oder grünlastig, hat nichts mit Weihnachten zu tun, sondern einfach mit dem Farbtrend, den es im Moment in der Mode gibt und der auch im Frühjahr, Sommer so fortgeführt wird. Also, bei mir geht es langsam über ins Grün und ich bin total happy mit dem Garn. Bin gespannt, wie es sich nach dem Waschen verhält und mit dem Tragen. Dazu kann ich noch nichts sagen, aber auf jeden Fall finde ich Preis-Leistung, fühlt sich super an. Bevor jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber die Drops Air ist doch genauso. Ja, es ist ebenfalls ein Blown Yarn, ist aber nicht mit dem hier zu vergleichen. Also ihr könnt natürlich immer ein Garn durch das andere ersetzen, aber qualitätsmäßig ist das natürlich nochmal ein Unterschied. Ihr müsst natürlich wissen, wie viel ihr in euer Endprodukt Geld hineinstecken wollt und wie lange ihr es tragen wollt. Aber es ist einfach ein Unterschied da und nicht zu vergleichen, denn die Drops Air, die neigt eher zum Pillen, ist auch super weich, ist, meine ich, sogar noch ein Ticken feiner und dünner wie die, aber das möchte ich jetzt gar nicht so behaupten. Aber auf jeden Fall ist ein Qualitätsunterschied da, denn Drops Air stricke ich auch, weiß um den Unterschied. Also zu Drops Air empfehle ich auch immer ein Beilaufgarn mit dazu zu nehmen, also irgendein Flauschgarn, damit eben dieses Pilling nicht stattfindet, beziehungsweise aufs Höchste minimiert wird. Wenn sie nämlich alleine verstrickt wird, dann ist sie sehr anfällig. Aber wie gesagt, ihr müsst entscheiden, was ihr bereit seid zu investieren, beziehungsweise was euer Geldbeutel hergibt. Vom technischen gesehen her ist es beides ein Blown Yarn. Da habt ihr schon recht. Suede Cardigan von Christiane von Liz Minutes. Und übrigens hat Christiane auch andere Designs, weil sie hat nämlich früher, vor allem in den USA, einiges designt. Also schaut auf Ravelry, es lohnt sich. Wir sind dann direkt weiter zur Steffi von Zauberkunstgarne. Mit der Steffi hatte ich mich verabredet, denn ich habe ihren Adventskalender, das Tuch designen dürfen. Das habe ich auch fertig. Bin aktuell gerade am Anleitung finalisieren, also sprich fertig schreiben. Und, habe ihr einfach mal live das Tuch zeigen wollen. Hat ihr auch sehr gefallen, da bin ich auch froh drum. Und ich bin ebenfalls froh ums Ergebnis. Gleichzeitig wollte ich sehen von Langjahns, da habe ich den Spring Break Cardi, den hatte ich ihr am Shop zum Aufhängen gegeben, hab dann aus dem Alternativgarn, also der ist aus der Big Mohair von der Steffi gestrickt, da gibt's auch die Big Suri, ihr erhaltet ja bei ihr im Shop das Ganze als Garnpaket mit Anleitung umsonst dazu, wenn ihr das wollt. Ich habe dann die zweite Variante aus der Langjahns Mohair Lux gestrickt. Sie hat viele neue Farben, deswegen bestellt anhand von dem Cardigan, damit ihr den nachstricken könnt, wenn ihr wollt.
und ich habe die Anleitung sozusagen nochmal als Rezept an die Originalanleitung rangehängt. Was heißt das? Ich habe einfach drangehängt, was ich denn wie mit dem Garn gemacht habe, damit ihr einfach das umsetzt. Weil die Anleitung selbst ist ja nicht verändert, lediglich ein anderes Garn habe ich benutzt und ich habe ein Fade gemacht und das habe ich beschrieben und habe das an die Originalanleitung drangehängt. Also wenn ihr meinen Cardigan stricken wollt, ihr seht jetzt hier gleich die Backnangbilder, da seht ihr mich auf dem Cardigan. Dann könnt ihr die Anleitung auf Ravelry kaufen oder halt eben als Strickpaket bei der Steffi. Ich habe für meine Version 225 Gramm Peer verstrickt. Das heißt also, 25 Gramm hat ein Knäuel. Das sind dann 9 Knäulchen, die ich gebraucht habe und habe dann von der Hauptfarbe, die ich oben im oberen Drittel benutzt habe, die meiste Farbe gebraucht. Also es waren 3 Knäuel und bin dann in die anderen Farben rüber gefadet, aber das beschreibe ich, wie gesagt, in der Anleitung. Ich hatte auch vor Ort mit den anderen mich ausgetauscht, also ich habe getroffen die Silvi von Strick for You Design und habe auch die Isa von, hey, wie heißt denn ihr YouTube-Kanal? Ich blende ihn euch unten ein. Ich bin ja, Isa, ich bin auch schlecht mit Namen. Seht's mir nach, ich blende es euch unten ein. Wir haben uns getroffen und dann haben wir so gefachsimpelt und da ging es halt auch um die hochpreisigen Garne, wie halt eben die Kaschmirgarne und so weiter. Und ich habe dann meine Meinung geteilt. Ich finde, es kommt in letzter Zeit in den Podcasts so rüber, als müsste jetzt alles nur noch aus Kaschmir gestrickt werden. Ist man hip, ist man in, ist man Elite, dann strickt man nur Kaschmir und super reich. Nein, finde das nicht, wenn ich also praktisch nicht ein Allergiker bin oder meine Haut eben super doll auf irgendwelche Garne reagiert, sondern eben ganz normal wie die meisten ein Otto-Normalverbraucher bin, dann finde ich, sollten diese Garne auch so behandelt werden, was sie nämlich auch sind, einfach als Luxusgarn. Was ich sagen will, in unserem Alltag essen wir auch nicht jeden Tag Gänsebraten. Heißt aber nicht, dass ich euch den dann ja magisch machen will. Also es sei euch ja gegönnt. Und so ist es auch mit den Kaschmir oder Seidengarn oder Angora oder eben Kamel und so weiter. Überlegt euch doch, welches Projekt ihr damit stricken wollt und ob es ein langlebiges Produkt ist, also sprich, ob ihr ein Projekt strickt, was ihr wirklich viele Jahre gerne tragen wollen würdet, sucht euch dann passendes Garn aus, damit ihr auch viel Freude daran habt. Also strickt diese Garne nicht einfach nur, weil XYZ sagt, dass das jetzt hip und in ist und wir alle die brauchen, auch ich. So ist es nämlich nicht gemeint, sondern versteht, dass wir euch hier die Garne zwar vorstellen, aber es nicht bedeutet, dass jetzt alles ausschließlich aus den hochwertigen Garnen gestrickt werden muss. Immer wieder sage ich, für saisonale Produkte, wo ich weiß, dass ich die nicht viel und oft tragen werde und vielleicht die Farbe auch nicht sehr lang, da verwende ich dann doch die preisgünstigeren Garne. Und wenn ich weiß, dass ich etwas im Design oder ein Strickstück erstellen will, woran ich wirklich viele Jahre Freude haben will, dann überlege ich mir, ob es preisigeres Garn werden darf und vor allem in welcher Qualität. Das spielt ja auch eine Rolle. Nur weil etwas teuer ist, ist es ja nicht für alles verwendbar. Also man sollte schon überlegen, für welches Strickstück welche Qualität. So will ich das sagen. Also ihr könnt stricken mit was auch immer ihr wollt, aber es soll ja schon passen und die Beschaffenheit des Garns soll ja das Ganze unterstützen. Wie gesagt, in Backnang haben wir dann verschiedene Leute getroffen. Das fand ich dann total gut. Also auch euch. Sehr genossen den Austausch. Das liebe ich. Und manche von euch Followern, also die, mit denen bin ich dann auch rege im Austausch. Man kennt sich, sage ich jetzt mal, so gut man sich halt eben auf die Strecke kennen kann, also auf die Entfernung. Und es war sehr angenehm. Man hatte tiefere Gespräche und hat die Nase in die Tüten gesteckt, was ich ja super gerne mache. Mal geschaut, was denn so wer für welche Wolle-Qualitäten hat. Halt auch bei uns gegenseitig immer mal geschaut, was passiert einen denn, warum. Die liebe Silvi hat auch gut geshoppt, habe ich gesehen, aber auch die Isa. Und Isa ist ja eine Blitzsockenstrickerin, bewundere ich total. Wenn ich könnte, würde ich auch gern immer Socken auf den Nadeln haben und die nebenher stricken. Aber sobald ich Socken in der Hand habe, denke ich immer, wie viel hätte ich denn am Pullover stricken können, wo ich jetzt an der Socke stricke. Also Jekyll und Hyde streiten sich hier, aber ich liebe gestrickte Socken. Also
Isa, machst du toll. Finde ich gut, dass du das durchziehst. Ich arbeite noch dran. Und ich wollte dann unbedingt aber auch zu Meisterstücke, weil ich nämlich in Worms auf dem Wollfest genau diese Wolle gekauft habe. Das ist die Neon Whisper in der Farbe Olive Whisper. 100 Gramm sind 400 Meter und ich hatte mir in Worms genau das mitgenommen, weil Tiane von Meisterstücke gesagt hat, dass damit der Turnover von Chris Berlin gestrickt wurde. Das ist ein neues Design für so ein, na so wie das, so ein Dreieckstuch. Ich hatte sie entweder falsch verstanden oder sie war abgelenkt und hat mir das irgendwie falsch gesagt. Das ist auch egal. Ich habe nur einen Strang mitgenommen, habe mir die Anleitung gekauft. Hätte ich vielleicht nicht gebraucht, weil genau sowas Ähnliches habe ich schon mal gestrickt. Also für meine Nichte, für meine Jüngere, aber als Schal. Egal. Ich möchte auch alle unterstützen, genauso wie ich unterstützt werde. Und habe mir das Design gekauft und lese dann in der Anleitung, man braucht 2 Stränge. Dann habe ich überlegt, ob ich das jetzt einfach doch mit einem Strang mache und dann halt eben nur ein kleines Tüchlein. Da ich zwar das Garn schon gewickelt habe, aber noch nicht angeschlagen und dann zufällig gesehen habe, dass eben Meisterstücke auch auf Backnang ist, dachte ich, okay, dann warte ich mal ab. Wenn es die Neon Whisper noch gibt, dann kaufe ich mir noch einen zweiten Strang. Wenn eben nicht, dann wird es eben so wie angedacht. Ja, wie ihr seht, ich hatte Glück. Also Turnover von Chris Berlin wird jetzt mit 2 Strängen original gestrickt. Da freue ich mich drauf. Und in dem Bereich, in dem Meisterstücke war, habe ich dann auch die Nadine getroffen. Die war ebenfalls in der Teststrickgruppe bei der Christiane mit drin. Und Nadine hatte auch einen kleinen Stand das erste Mal da. Und zwar, das ist ihr Name auf Instagram. Und sie war da mit ihrem Mann und verkaufte Projekttaschen. Ich dachte dann, okay, möchte ich unterstützen. Also viele liebe Grüße, Nadine, auf diesem Weg. Und habe dann diese kleine Projekttasche gekauft und die wandert ebenfalls in die Verlosungskiste für meine Weihnachtstagebuch-Episoden und für die Verlosung. So, ich zeige mal nochmal innen. Ähm, super süß verarbeitet. Ich denke, da kann man auf jeden Fall ein Sockenprojekt rein tun. Ich dachte, nehme ich einfach den Schwarz mal mit. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ein bisschen die Nadine unterstützt und gleichzeitig auch etwas für die Kiste gekauft. Wir sind dann der Yvonne nochmal über den Weg gelaufen. Die sagte dann, bitte kommt noch am Ende nochmal zu mir vorbei, also Marie und ich. Und wir sind dann auch zu Yvonne und mit der Yvonne sind wir dann zur Renate gelaufen. Das hat mich sehr gefreut. Also liebe Grüße nochmal auch von meiner Seite auf diesen Weg, sowohl an Yvonne, aber auch an Renate, die sich wirklich gefreut hat. Also ich war ja das letzte Jahr das erste Mal da, habe sie praktisch zum ersten Mal auch gesehen und kennengelernt, habe dann auch in Kassel wieder beide gesehen, fand ich toll. Und es war richtig herzlich und auch jetzt in Backnang nochmal total herzlich. Ja, was soll ich sagen, dann kam Yvonne mit einer Tasche an. Renate sagte, diesmal sind wir vorbereitet, denn das letzte Jahr, ich wollte unbedingt einen Strang von dem Backnanger Wollfest Sonderfärbung Wolle in die Kamera halten und leider waren keine mehr da. Und das fand ich so traurig. Und dieses Jahr haben sie eins weggelegt, sowohl für mich und als auch die Marie. Und wie ihr seht, ist eine ganz tolle Färbung, die von der Künstlerin Franziska Uhl gemacht wird, die ihr aber bei der Renate des Garn Online-Shop kaufen könnt. Das ist jetzt limitierte Auflage, aber die Franziska Uhl färbt auf jeden Fall für und mit Renate. Und schaut einfach mal im Online-Shop nach, schreibt Renate gerne an. An der Stelle auch nochmal Danke an Yvonne. The Knitting Puffing gibt's auch hier auf YouTube und auf Instagram Videos und Bilder von ihr. Fand ich zuckersüß. Also nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ja, falls ihr das noch nicht wisst, also sprich, ich erhalte für die Interviews ja keine Bezahlung, kein Geld. Ich reise ja auf meine eigenen Kosten an, unterstütze und bewerbe gerne Dinge, aber am besten, wenn ich sie halt auch zeigen kann. In dem Fall, oder letztes Jahr konnte ich es nicht, aber jetzt hole ich es nach. Dankeschön. Ich glaube, das war alles von Backnang und
Getroffen habe ich aber dort die liebe Veronika, eine Followerin von mir. Damit habe ich mal gar nicht gerechnet. Das muss ich euch jetzt in die Kamera halten. Und zwar war das ein Monatsunikat, glaube ich, ist das. Das ist das Softsock-Set von Mimi liebt Wolle. Ihr kennt es vielleicht von der lieben Marie. Die hat daraus schon die Socken gestrickt. Und zwar ist es das Inspirationsbild und das kam raus und ich freue mich auf diese Socken. Fox in the Woods heißt das. Ganz, ganz toll. Hat Veronika als Überraschung für mich bestellt. Vielen Dank, Veronika. Wie gesagt, Maries Socken sehen so wunderbar aus. Also falls ihr das nicht kennt, das Label Mimi liebt Socken, nee, Mimi liebt Wolle, sorry, dann schaut da gerne vorbei. Super. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was von eurer Seite auch zu mir zurückkommt. Hätte ich es erwartet? Nein, genieße ich es umso mehr. Also vielleicht gerade, weil man es nicht erwartet, ist es umso schöner. Vielen Dank an der Stelle und ja, wenn sie fertig gestrickt sind, ich werde sie mit Liebe tragen. So eine tolle Färbung. Ja, ich blende euch jetzt hier nochmal ein paar Bilder ein von Wacknanger Wollfest, einige kleine Videomitschnitte. Ich habe es sehr genossen, war sehr schön. Vielen Dank an die Veranstalter. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Was mich aber schon wieder gelehrt hat, Wollfest und Wollfest ist einfach nicht dasselbe. Jedes Wollfest hat so seine eigene Handschrift und seinen Flair. Backnang, Kassel, Worms, wie auch immer die alle heißen, sind nicht miteinander zu vergleichen. Also wenn ihr könnt, geht hin und vor allem auch die Menschen, die dahin kommen, sind immer wieder anders. Es ist ein Besuch wert, denn wo kann man denn so viele Strickverrückte auf einem Fleck treffen, die dann auch nicht von unserem Strickthema genervt sind?
Und zu Marie möchte ich noch sagen, ich blende euch jetzt hier ein Video ein, denn mich hat ein ganz tolles Strickjournal erreicht. Sie hat es auf ihrer Webseite jetzt ganz neu released. Ihr könnt also praktisch über Maries Webseite dieses Strickjournal bestellen. Und ich habe ein Vorab-Exemplar geschenkt bekommen. Da freue ich mich total drüber. Vielen, vielen Dank, Marie. Und ihr dürft jetzt einen näheren Blick darauf werfen. Ich blende euch hier das Video ein. Hier möchte ich euch auch ein Herzensprojekt vorstellen. Warum nenne ich es so? Denn dieses Strickjournal wurde konzipiert und designt von Marie von Marble Knitting. Später erzähle ich mehr. Wir haben uns ja dieses Jahr wieder in Wackern getroffen, aber wir haben uns auch letztes Jahr in Wackern getroffen. Und als wir letztes Jahr in Wackern waren, da haben wir hin und her diskutiert und gefachsimpelt, was man denn so als Stricker gerne hätte und bräuchte. Und das Thema kam natürlich auch auf Strickjournal. Und Marie sagte, ja, ich habe da schon was angefangen zu designen, aber ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, das weiter zu verfolgen. Und da haben wir auf sie eingeredet und haben gesagt, ja, unbedingt, wir brauchen ein Strickjournal. Ich kannte schon ihr Book Journal, also was sie im Shop schon hatte. Und Marie hat eine Website. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Und dann haben wir gesagt, dann brauchst du musst es unbedingt weiterverfolgen. Wir brauchen das Strickjournal. So, hier ist es nun. Wie ihr seht, ist es eine ganz hochwertige Verarbeitung. A5-Format, Hardcover. Wurde alles von der lieben Marie selbst gezeichnet und designt. Also in ihrem Video, das verlinke ich euch auch unten, stellt es auch eingehend vor. Und ja, ich hatte Glück. Ich wurde von ihr ausgesucht, beziehungsweise mir wurde ein Exemplar, nämlich dieses von Marie zugeschickt. Und da bin ich total happy und freue mich, dass ich jetzt in Zukunft einige ausgewählte Projekte in dieses Strickjournal mit eintragen werde. Das Papier ist hochwertig, schön dick, also da wird sich nichts durchdrücken und zeichnen. Wie ihr seht, das ist auch in schönen gedeckten Farben gehalten, in so einem blassrosa und ja, wie würde ich es nennen, so einem Mauve-Ton. Und da sind wir schon beim Aufbau. Hier kann man dann schön ein Bild des eigenen Projekts hineinkleben. Oder vielleicht macht man sich auch die Mühe und hat so eine Kodak Instax zu Hause und fotografiert das damit ab und gibt dann halt eben an, welche Anleitung Designer das ist, welche Technik stricken oder häkeln, Größe, Maschenprobe, wie man das von Ravelry eben kennt und die Bewertung. Übrigens, wer das auf Ravelry nicht macht, ich betone immer wieder, nicht nur, dass es dem Design hilft, was ihr als Projekt anlegt, diese Sternenbewertung, sondern auch den anderen, die eure Projekte sich anschauen, was ich nämlich durchaus tue und viele anderen auch, einfach zu sehen, außerhalb des Designs, welche Projekte wurden denn schon angeschlagen mit welcher Wolle und wie ist denn die Bewertung. Also auch auf Ravelry ist diese Sternenbewertung, die ihr ganz unten findet bei eurem Projekt, gar nicht so unwichtig und wie bei jedem Algorithmus wird dementsprechend halt auch die Anleitung in einer Liste hoch oder runter gelistet, ja, gerankt, ja, je nachdem, also besser oder schlechter. Ja, dann könnt ihr hier schön das Garn eintragen, die Nadelstärke, ihr könnt Notizen dazu hinzufügen. Sowieso würde ich euch immer raten, Notizen zu eurem Projekt aufzuschreiben, denn es kann ja sein, dass ihr es mehr wie einmal strickt und das nächste Mal doch ganz gerne wissen wollen würdet. Habt ihr eine Änderung gemacht? Wenn ja, welche? Warum habt ihr die gemacht? Hättet ihr vielleicht gerne eine gemacht und habt sie nicht umgesetzt und wollt sie vielleicht das nächste Mal vornehmen? Also da wäre auf jeden Fall Platz dafür. Ja, da wären wir dann schon wieder bei Projekt 2. Insgesamt muss ich mal schauen, wie viele Projekte könnt ihr denn eintragen. Ihr hättet die Möglichkeit, ui, das sind aber viele, insgesamt 30, 31, nee, das sind ja noch mehr. Also insgesamt 34 Projekte könnten hier reinpassen.
Ihr schaut bitte, wie gesagt, bei der Marie im Video mal vorbei. Da erklärt es nochmal ganz genau, wie viele final, weil das ist, glaube ich, ein Prototyp. Ansonsten 34 Projekte sind auch eine Menge. Vor allem für mich gilt, ich bin gezwungen, das auch wirklich ordentlich zu machen. Ich mache nämlich gerne, ja, meine zwar in Notizbücher, aber so meine Schmierereien, also sprich, es wird kreuz und quer eingetragen und notiert und dazugeklebt. Hier würde ich es wirklich schön gestalten. Dann könnt ihr hier hinten euren Stash eintragen. Ja, da werde ich meinen ganzen Stash wohl kaum mit aufnehmen können, aber Marie hatte recht, als sie gesagt hat, es wäre sinnvoll, nicht Einzelknäule, sondern vielleicht halt eben Pullovermengen einzutragen, wenn man denn hauptsächlich Pullover oder Cardigans strickt. Wenn man natürlich ausschließlich Sockenstricker ist, dann ist es egal. Aber so würde ich es dann auch handhaben oder besondere wollen, wo ich einfach mir die Menge aufschreibe. Vielleicht hier unten auch noch Wunschprojekte. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann schauen wir mal weiter. Also insgesamt sind wir dann hier bei 24 Garnen, die wir eintragen können. Kommen dann zu einer Strickliste und da können wir auch Wunschprojekte eintragen und halt eben hier hinten die Häkchen machen, haben wir es gestrickt oder vielleicht auch hinten ein Pfeil runter, Daumen runter. Nee, habe ich mir anders überlegt, vielleicht. Das kann man ja dann noch individuell machen. Nach Strickliste folgt der Notizenbereich. Ach so, es ist eine Fadenbindung. Das bedeutet, auch wenn ihr das Buch geknickt habt, ihr könnt es schön hinlegen. Es bricht euch hier nicht in der Mitte, was auf jeden Fall ein dickes Plus ist, was bei normalen Taschenbüchern ja oft der Fall ist. Die Seiten sind auch nummeriert, finde ich auch toll. Und hier hinten könnt ihr nochmal Notizen hinzufügen, je nachdem, was ihr für wichtig erhaltet oder erachtet. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass sie sich die Mühe gemacht hat, hier hinten ein Verzeichnis zu machen. Das werde ich nämlich ganz oft gefragt, mit Garnstärken, was das genau bedeutet, beziehungsweise welche Lauflänge, welche Garnstärke hat und welche Maschenprobe. Also ich finde, das ist absolutes Plus, dass das mit im Buch aufgeführt ist und wie die Maschenprobe, welche Größe die haben soll. Also das erklärt sie auch fein. Dann habt ihr hier hinten Sockentabellen für alle, die gerne Socken stricken, also für vierfädig und sechsfädig, finde ich auch ganz toll, sogar für achtfädig. Und dann die verschiedenen Nadelstärken und wie die denn auf US oder auf UK heißen. Und dann wären wir schon am Ende angekommen. Was heißt schon? Also wir sind hier bei Seite 127, die das Buch hat. Und optional, und das finde ich auch total goldig und süß, wer braucht die nicht, könnt ihr auch noch Sticker mitbestellen. Ja, soll ich was sagen dazu? Nein, glaube ich nicht. Die sind auch so schön gemacht. Mit diesen tollen, spricht mich natürlich an, Mint und Pink und leicht Beige-Tönen, also rosa. Ganz toll gemacht. Ich finde es super, ich bin happy und ja, ich werde mir auf jeden Fall die Mühe machen und ordentlich mein Strickjournal führen. Ihr könnt es bei der Marie noch bestellen, also die Vorbestellung lief bis zum 31. Oktober. Sie hat aber ein paar Stück mehr bestellt. Das heißt also, wenn ihr schnell seid, habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, das ein oder andere zu ergattern, was ebenfalls ein tolles Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk ist, finde ich, und auf jeden Fall ein hochwertiges. Ihr habt auch hier ganz kleine Wollknäule, also das findet sich hier unten wieder. Sie hat da wirklich sich Mühe mitgemacht und das sehr schön gestaltet und wie gesagt, eine tolle Qualität. Und vielen, vielen Dank, Marie, an dieser Stelle. Ich verlinke euch unten den Shop und ihr könnt selbst mal vorbeischauen und euch das nochmal anschauen. Dankeschön. Ja, ich werde es in Ehren halten und auch hegen und pflegen und mich bemühen, auch wirklich die Seiten schön zu gestalten. Und hier und da werde ich das bestimmt auch wieder in die Kamera halten. Also vielen, vielen lieben Dank, Marie.
Was hat mich noch erreicht? Die Helena von Irida Design, also handgefärbtes Garn aus Mannheim, meiner Geburtsstadt. Hallo, mein Herz schlägt auch weiterhin für Mannheim. Sie habe ich in Worms kennengelernt. Wir schreiben über Instagram miteinander. Sie organisiert auch im Café Prag Maschen im Prag, falls euch das interessiert, wenn ihr aus der Gegend seid. Das bedeutet Stricken, Plaudern und Genießen in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Croissant gemeinsam stricken und austauschen, wo im Café Prag in Mannheim, und das nächste Treffen wird am 16. November sein und am 7. Dezember. Ich halte es euch hier mal ran. Und die Helena habe ich gesehen, sie hat mit 2 weiteren kreativen Köpfen nämlich ein Strickbuch herausgebracht, und dazu blende ich euch jetzt hier ein Video ein. Ja, hier möchte ich euch dieses tolle Buch vorstellen, und zwar, wie ihr seht, heißt es Wolle pur Accessoires. Die Herausgeber oder die Autoren dieses Buches sind 3 Frauen, und zwar 3 kreative Frauen. Äh, Einmal Tatjana Czerwova und Helena Del Kolaschnik und Diljara Minibaeva. Ich entschuldige mich, falls ich irgendeinen Namen falsch ausgesprochen habe, aber diese 3 kreativen Frauen haben sich schon mal zusammengetan oder haben immer wieder miteinander zu tun und haben nun das zweite Buch herausgebracht zum Thema Wolle pur, in dem Fall speziell zu Accessoires. Wie komme ich zu diesem Buch? Helena ist der Kopf hinter Irina Designs. Von ihr habe ich euch erzählt. Sie ist eine Handfärberin, die aus meiner Heimatstadt Mannheim kommt. Und ja, da unterstütze ich doch gerne und möchte auf jeden Fall dieses kleine Business auch unterstützen. Ihr könnt ihr auf Instagram unter Irida Designs folgen oder halt eben ihren Shop besuchen. Wie ihr sehen könnt, beinhaltet dieses Buch für jeden Monat des Jahres ein Design. Autoren der Designs sind verschiedene Frauen, und es wird in diesem Buch gestrickt oder gehäkelt, hauptsächlich gestrickt, und es wird auf jeden Fall, gibt es QR-Codes zu Videotutorials. Das heißt also, ihr werdet mit den Anleitungen nicht allein gelassen, sondern man führt euch da gerne durch. Ich möchte euch hier jetzt einiges zeigen, wie der Aufbau ist. Fangen wir mit der ersten Anleitung an, die gleich auch von der Helena gestaltet wurde. Wie ihr seht, ist hier oben auch der Schwierigkeitsgrad angegeben. Ihr könnt das verwendete Garn sehen, aber auch Alternativgarn wird vorgeschlagen, die Maschenprobe und die Abkürzungen und alles wird euch sehr gut erklärt. Die Bebilderung ist auch sehr schön. Ich halte jetzt hier nochmal das zu. Ihr habt hier die QR-Codes passend zu den verschiedenen Techniken, und ja, könnt auf jeden Fall euch auf schöne Anleitungen zu den Themen freuen. Hier sind auch nochmal schönes Paar Handschuhe. Die Autorin ist zum Beispiel hier die Ekaterina Vorobeva. Die Handschuhe heißen Bamberg. Also da haben sich wirklich verschiedene Frauen zusammengetan, was ich super finde, und einfach ein gemeinsames Projekt gemacht. Hier gibt es zum Beispiel ein schönes Brioche-Stirnband, Schwierigkeitsgrad 4, und auch das Instagram-Handle dazu. Also man kann auch auf Instagram nochmal schauen, wie das Projekt genau ausschaut. Dann habe ich als letztes auch noch das letzte Projekt, welches sich nennt Winter Wonderland. Das ist auch von der lieben Helena, und zwar ist es ein Kaul, der eben mit ja, festischen Motiven bestückt ist. Finde ich sehr schön, und den es in verschiedenen Größen, ich gucke mal, genau, es gibt den in verschiedenen Größen, wie man ihn stricken kann und was man verwendet und welche Wollwahl. Ja, und wieder hier die QR-Codes, also man macht es euch einfach, dieser Anleitung zu folgen.
Der Druck ist hochwertig, also ihr habt ein Hardcover. Zu finden ist dieses Buch auf jeden Fall bei den Damen im Shop. In dem Fall würde ich euch auf die liebe Helena verweisen. Den Shop-Link könnt ihr unten in der Infobox finden. Und hier nochmal die 3 Autorinnen. Also die Tatjana gehört zu Wolle Pur aus Bamberg. Die Helena gehört zu Irida Design aus Mannheim. Und last but not least, hier habt ihr die Dilara aus, wo kommt sie her? Aus Hamburg. Also man sieht, Strecken können einen nicht hindern, um gemeinsam etwas zu gestalten. In dem Fall wirklich ein sehr schönes Projekt, was ich sehr, sehr gerne gezeigt habe. Und eine von euch kann es gewinnen. Das wurde mir von der Helena zur Verfügung gestellt. Ich darf es an euch verlosen. Also wenn ihr Interesse an dem Büchlein habt, dann kommentiert doch bitte unten mit Hashtag Wolle pur, alles groß geschrieben. Und ja, ich schreibe unten in die Infobox, bis wann ihr teilnehmen könnt. Rechtsweg ist ausgeschlossen und an eine von euch kann ich dann dieses hübsche Büchlein, Strickbüchlein verlosen. Die anderen mögen doch bitte im Shop nachschauen bei der Helena und da wird sich bestimmt noch das ein oder andere finden, weil ich finde das auch ein sehr hübsches Weihnachtsgeschenk. Da kann man doch irgendeinen Strang Wolle noch dazulegen und schon hat man sowohl Buch und Wolle und der oder die Beschenkte kann auf jeden Fall sofort starten. Vielen Dank an Helena. Ja, wunderbar, dass Frauen doch so kreativ miteinander sein können statt gegeneinander. Denn ja, auch hier bei uns in unserer Strick-Community ist das nicht immer so und deswegen freut es mich umso mehr. Und derjenigen, die das Buch gewinnt, beziehungsweise euch allen drücke ich jetzt mal die Daumen, freue mich für diejenige, die das Buch gewinnt. Ich schreibe unten in die Infobox, bis wann ihr hier teilnehmen könnt, dem Hashtag. Also ihr müsst kommentieren. Ja, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und freue mich für diejenige, die das Buch gewinnt. Ja, ansonsten, ich habe, wer hat denn das erwähnt? Irgendeine Podcasterin, ich weiß jetzt nicht, bei wem ich es gesehen habe, ich schaue immer so viel, hat gesagt, und das stimmt auch so, ach nee, das war eine britische Podcasterin, die kommentiert hat, denn es gibt jetzt eine, so wie diese Backwettbewerbssendungen, so gibt es auch eine Strickwettbewerbssendung in Großbritannien. Mitmoderator ist dieser berühmte Schwimmer, der junge Mann, der immer gerne strickt. Wer Instagram hat, der weiß schon, wen ich meine. Namen weiß ich mal wieder nicht. Auf jeden Fall hat sie kommentiert, dass auf Instagram oder auf den sozialen Medien immer mehr, was Stricken soll ja eigentlich Slow Fashion sein, aber dieses Pushen stattfindet. Also wir als Content Creator, wir spüren mitunter auch diesen Druck, doch alle 2 Wochen ein Video rauszubringen und dann auch fertige Sachen zu zeigen oder am besten noch jede Woche. Da komme ich wieder auf den YouTube-Algorithmus jetzt zu sprechen, der natürlich möchte, dass wir umso mehr aufnehmen, umso mehr hochladen. Wenn man es denn nicht macht, wird man dann halt eben bestraft. Also sprich im Sinne von, wir werden euch nicht angezeigt. Also wenn ihr doch sicher gehen wollt, auch nichts zu verpassen, dann schaltet auch das Glöckchen ein. Denn ich habe festgestellt, also ich habe viele Abos, die werden mir dann trotzdem nicht alle angezeigt. Also ich muss dann schon wirklich aktiv suchen, um halt diejenigen zu finden. Und wenn man halt eben nicht regelmäßig Content liefert, dann wird man gern verschüttet und wird niemandem gezeigt und die Videos werden nicht angezeigt. Und was will ich sagen? Auch über Instagram ist es genauso. Und dann kommen dann noch, ich sage jetzt mal, Kollegen dazu, die dann meinen, ich kann den Pullover in einer Woche stricken und an einem Tag. Und das fand ich interessant, wie sie das gesagt hat, dass sie gesagt hat, sie weiß jetzt nicht, was sie von diesem Trend jetzt, dass es eben diese Sendung gibt mit dem Strickwettbewerb, was sie davon halten soll. Und auch ich bin ja eine Schnellstrickerin und eine Vielstrickerin. Trotzdem versuche ich, euch hier zu vermitteln, dass ihr doch am Stricken den Spaß behalten sollt, dass alles hier, was ihr seht, als Inspiration verstehen sollt und nicht als Druck, wie ihr denn mitziehen sollt, was ihr alles kaufen sollt. Also unter zeige ich euch gar nicht,
jede Wolle, die bei mir hier einzieht, um einfach nicht den Eindruck zu erwecken, ihr müsst es alle genauso machen. Ich stricke ja nicht nur, sondern ich will ja auch kreativ sein, also sprich auch Designs entwickeln, also schon immer, nicht jetzt. Manches schafft's aufs Papier, manches eben nur in den Kleiderschrank. Das sehe ich dann erst im Laufe des Strickprozesses. Nicht alles wird hier geteilt. Das ist ja auch in Ordnung so, aber das hat einfach den Grund, um nicht so sehr den Druck zu erhöhen auf euch, dass ihr meint, ihr müsst noch mehr machen und noch schneller sein und noch besser stricken und was weiß ich. Das möchte ich euch nicht hier vermitteln, und vor allem, wir sind alle gut. Es gibt hier keinen besser und keinen schlechter, auch unter den Podcastern nicht. Wir fangen an, uns langsam zu unterscheiden, das habe ich festgestellt. Ich habe auch gesehen, dass Interviewformate jetzt auch gerne adaptiert werden, also von anderen angenommen werden und gemacht werden. Das heißt also, ich habe es ja nicht erfunden, will ich auch gar nicht sagen, aber ich finde es ja schön, dass andere das jetzt mit aufnehmen. Auch die Silvi von Strick for You hatte das dann gesagt im Backend, ja, ich habe mir das abgeguckt, mach nur, ich habe damit kein Problem, ich habe auch kein Konkurrenzdenken, denn jeder ist für seinen eigenen Inhalt verantwortlich und jeder macht den so gut oder so schlecht, wie er eben selbst macht. Aber ich spinne gerne dann neue Ideen, sprich, wenn ich sehe, dass sich einiger Content dann wiederholt bzw. weitergesponnen wird, dann versuche ich immer neue Sachen mir auszudenken, einfach weil ich für mich das interessant gestalten will. Und ich hoffe, dass das, was jetzt die nächsten Wochen so kommt, ich will jetzt die Spannung aufrechterhalten und jetzt gar nicht alles erzählen. Lasst euch also ein bisschen überraschen. Ich hoffe, dass ihr das ebenfalls, das einfach so seht, dass ich einfach versuche, gewisse Trampelpfade zu durchbrechen, damit es nicht hier immer vorhersehbar ist. Ich denke, dazu habe ich jetzt genug gesagt. Die Strick-Podcaster, davon gibt es ja jetzt auch viele, Gott sei Dank. Also es ist ja hier niemand exklusiv, hat ja keiner hier ein Exklusivrecht auf irgendwas, weder auf Instagram noch auf YouTube. Es gibt uns mittlerweile also von uns viele. Das heißt also, ihr habt die Möglichkeit auch wirklich zu jeder Altersgruppe jemanden zu finden, der euch zusagt. Ich versuche eben diese Altersgruppen zu mischen und nicht zu separieren. Ich versuche aber auch, den Aspekt des Unterstützens zu unterstreichen, Verknüpfungen zu erstellen, statt einen Konkurrenzkampf zu, äh, ja, zu entsinnen, zu entspinnen, wie auch immer ihr das sagen wollt, fördern, beziehungsweise Sachen, also Julia von Sache mit Haken hat jetzt gesagt, sie versucht auch ein bisschen ihren Content zu ändern, weil sie nicht immer stur die Sachen in die Kamera halten will und auch die Etiketten und so weiter. Also ähm, genau das meine ich ja jetzt, wenn man so viele ist, merkt man, dass sich langsam Interessengruppen bilden. Die einen wollen einfach nur ein Stricktagebuch machen, wollen euch zeigen, was sie denn so geschafft haben. Die anderen suchen Firmenkontakte und wollen Produkte testen. Die Dritten wollen einfach dem Modetrend folgen. Und die Vierten, ja, versuchen sich im Design, wollen vielleicht spezielle Garnprodukte und Themen vertiefen, um einfach auch das eigene Wissen zu erweitern und vielleicht auch ein oder andere von euch da zu erreichen, die es eben interessiert. Ja, und ich merke, dass das jetzt gerade so langsam sich entwickelt. Und dann gibt es natürlich noch die Letzten, die halt einfach Entertaining wollen, die erzählen also von Hund, Katz, Maus, Gott und der Welt, vom bösen Nachbarn, vom, keine Ahnung, vom Floh, der hustet, das gibt's auch, aber alles das dient ja der Unterhaltung, ist ja berechtigt, ihr entscheidet ja, wenn ihr sehen wollt. Ja, aber der Algorithmus, wie gesagt, ist eine Zicke und mit dem muss man manchmal leben, manchmal besser, manchmal schlechter. Ist halt so. Ich hatte vor einiger Zeit von Kremke eine Sockenbox erhalten. Und zwar ist das ein Paket gewesen, wo dieses Garn in 3 Farben drin war. Und Kremke hat ja das Logo geändert, die Aufmachung, und hat dann zum Thema Fruity Socks verschiedene Sockenanleitungen und Farbkombinationen zu diesem Garn in diesem Büchlein hier vereint. Und das war mit dabei. Und wir Strickinfluencer, also ich erhalte ab und an
neues Garn oder darf mit Prozente kaufen. Und in dem Fall durften wir Strickfluencer uns ein Sockenmotiv aussuchen. Ich weiß, dass die Lisa von Lisbeth Nitz hat sich die Bananensocken ausgesucht. Schaut gern bei ihr vorbei und hatte die Erdbeere. Und ich fand es einfach schön. Also diese 3 Farben waren drin. Enthalten sind 200 Gramm, nee, 100 Gramm Wolle. Das sind nämlich nur 25 Gramm. Und super weich. Und die erste Erdbeersocke habe ich geschafft. Die habe ich alleine gestrickt, also nicht stricken lassen, geschafft. Und ich finde, also ist gewaschen und geblockt, wunderschön, super weich. Der Drape ist auch ganz toll, also ist wirklich ganz, ganz soft. Und die Haare, auf Instagram hat mich eine Followerin gefragt, ob ich eine Katze habe. Nein, tatsächlich sind das die Alpaka-Haare, die ihr hier seht. Wie gesagt, das ist der Alpaka-Anteil, der mit hier drin ist. Und ich finde, die sind so schön. Ja. Könnt ihr, wie gesagt, als Sockset bei Kremke auf deren Webseite sehen und bestellen. Es gibt auch noch andere, wie zum Beispiel die Drachenfrucht, wer es weniger bunt mag. Und was gibt's noch? Es gibt auch die Blaubeere. Also finde ich total süß gemacht. Vielen Dank an Kremke und bin total happy mit der einen Socke. Die zweite wird noch gestrickt. Ich denke mal aber eher im Dezembermonat. Aber auf jeden Fall brauche ich die. Passform ist super. Habe ich statt der angegebenen 2, ich muss mal schauen, 2,5 Millimeter, 2 Millimeter genutzt, weil ich die Angewohnheit habe, auch beim Sockenstricken entspannt zu stricken, was zur Folge hat, dass die nie ganz eng sitzen. Und ich wollte welche, die wirklich anliegen. Dann habe ich mir die Metallnadeln von Adi bei der Steffi mitgenommen. Ich meine, bei der Steffi war es diese Unicorn, diese gedrehten. Ich bin immer noch kein Freund von Metall, muss ich sagen. Ist nicht so meins. Hab die aber in 2 Millimeter mitgenommen. Socke sitzt perfekt. Ich hätte sie auch mit 2,25 stricken können, aber nach dem Waschen hat sich das Garn nochmal entspannt. Deswegen war das super. Was war, das Garn ist schon, also ist ja richtig soft und fein, wie ihr sehen könnt. Ich musste schon mit Bedacht stricken, also langsamer, damit ich einfach nicht daneben steche und das Garn splitte. Aber ansonsten, also ich persönlich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich finde einfach eine super Idee, einfach mal was anderes. Die liebe Catherine von Little Vicious Stitches übrigens hat eine ähnliche, um nicht zu sagen gleiche Anleitung auf Ravelry, die verlinke ich euch unten in die Box. Also könnt ihr auch benutzen, um eben diese Erdbeersocke zu stricken. Und ansonsten, ihr könnt euch dieses Booklet bei Kremke holen und die Wolle dazu. Von meiner Seite absolute Empfehlung, bin ich froh drum. Gibt's nichts Schlechtes zu sagen, ist ein super süßes auch Mitbringsel, auch ein tolles Geschenk. Ich sag nur Weihnachten. Was habe ich noch gemacht? Ich habe was ganz anderes jetzt auf den Nadeln und das ist spontan entstanden. Die Simone von My Simone ist jetzt unter uns Designer gegangen. Also das Wort benutze ich nicht so gerne, weil das ein gewichtiges Wort ist, aber ihr wisst, wie ich es meine. Also sie ist jetzt ebenfalls am Kreieren neuer Anleitungen. Marie und ich haben sie schon eine ganze Weile bearbeitet. Sie möge sich doch daran versuchen. Ich finde, wenn jemand kreativ genug ist und seine Anleitungen auch immer anpassen kann und ja, statt einfach nur zu schimpfen, was nicht funktioniert, eben die Anleitungen so anpasst für sich, dass sie eben funktionieren. Ich finde es immer leichter zu meckern, was alles nicht geht, statt Lösungen zu finden. Also Simone gehört auf jeden Fall zu den Personen, die eben Lösungen finden und auch Spaß dran haben. Ja, sobald sie ihr erstes Pullover-Design raus hatte, das ihr auch auf Ravelry findet, ist ein kostenloses Design, ein Zopfpullover, ein schöner,
hat sie sich gedacht, warum nicht gleich auch die Mütze dazu designen. Hier seht ihr sie. Mir fehlt noch ein Stück vom Bund. Das wird dann umgeklappt, wird natürlich viel, viel länger jetzt, aber nur zur Vorstellung, das wird dann umgeklappt. Ich habe hier verwendet die Lama Soft von Edna, ist ein Blown Yarn auch. Das ist die Farbe 58204, so ein Blush. 50 Gramm, 150 Meter, ist also Sportweight mit Nadelstärke Nummer 4. War die Ursprungswolle, mit der die Simone ihren Prototyp gestrickt hat. Und sie hat mich gefragt, sie wusste, ich habe die Wolle, ob ich das teststricken will. Ja, habe ich und funktioniert super. Und nach dem Waschen wird das Ganze auch noch mal entspannen und dann hoffentlich zu meinem Cozy Walk Tuch passen, was ich auch noch nicht fertig habe. Aber die Mütze, wie ihr seht, ist schon fast von den Nadeln gehüpft. Heißt übrigens Ruby Beanie. Schaut, wie gesagt, bei der Simone vorbei. Dann seht ihr auch, wann das Release ist. Anleitung gibt's auf Englisch und auf Deutsch. Ja, super. Gibt's auf also Sportrate-Variante und auch DK-Variante. Kanal so wie Anne, verlinke ich euch auch unten, hat die Mütze schon fertig gestrickt. Ich glaube, auch noch ein anderer YouTube-Kanal ist am Teststricken, aber ich sage jetzt mal nicht wer. Ich weiß, glaube ich, wer, aber ich sag's mal nicht. Ihr werdet es ja dann sehen, damit ich nicht was behauptet habe und dann hat's gar nicht gestimmt. Also tolle Anleitung. Danke Simone fürs Teststricken. Und nun als letztes noch die mit der lieben Mandy von Meine Wolle, Deine Wolle habe ich auch eine Kooperation, ist eine kleine Handfärberin und ich unterstütze ja gerne die Kleinen. Wie gesagt, zeige gerne hier und da deren Färbung und Wolle. Habe dann die Möglichkeit auch ab und an kostengünstiger Wolle zu kaufen. Aber sie war so nett und hat ebenfalls für die Weihnachtstagebuchaktion mir Wolle zugesendet und gespendet. Das heißt also, 3 von euch werden mit ihrer Wolle beschenkt. Müsst ihr halt eben in den Episoden schauen, wann es soweit ist. Die erste ist dieses Soft Sunrise heißt die Färbung. Kuschelwolke, 68% Merino Ultrafein und 22% Seide und 10% Kaschmir. Sind 420 Meter auf 50 Gramm und ein Traum. Also super, super, super. Und das Schönste und Beste ist, Gelb bleibt euch in der Mode erhalten, genau in diesen hellen Tönen. Es wandelt sich Banane zu Butter, so heißen die Farben dann. Und ich finde, das passt super gut. Könnt ihr auch bei Mandy im Shop nachschauen. Also wie gesagt, Sunrise heißt die Färbung und Kuschelwolke die Wolle. Dann gibt es die Färbung Mint Cloud. Und das ist eine Merino-Wolle, 16 Mikron, super weich. 16 Mikron ist ja so weich wie Kaschmir. Und 100 Gramm, 400 Meter, 100% Schurwolle. Also dieses Grün hat es mir angetan. Wird 2026 auf jeden Fall bei mir auch Einzug erhalten. Und dazu dann hat sie auch noch diese Färbung. Hallo, passen die toll zusammen. Ist aber eine andere Qualität. In dem Fall die Sock Fine und die Farbe heißt Verdigris Garden. Na, bin total geflasht und genau so möchte ich das kombinieren. Wenn ich denn weiß, was, das werde ich mir über die Weihnachtsfeiertage mal durch den Kopf gehen lassen. Aber Mandy weiß schon, die Färbung hat's mir angetan. Ja, vielen Dank an Mandy. Wandert ebenfalls in die Kiste für die Weihnachtsverlosung. Ich glaube, wir sind nun am Ende angekommen. Ich habe jetzt vorerst erstmal alles gezeigt. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber wir hätten dann das nächste Mal nichts zu erzählen. Schaltet gerne zu. Wie gesagt, wer mich unterstützen will, per Abo, Daumen hoch, Kommentar, tut das gerne. Ihr findet mich unter Nanas Knits and Threads auf TikTok, auf Instagram, auf PayPal, auf Ko-fi, unter Knits and Threads auf Ravelry. Da könnt ihr euch mit mir verbinden. Dann folgen wir einander und können die Projekte immer wieder anschauen, also auch die Favoriten und so weiter. Wenn ihr
irgendwie was dazu beitragen wollt, sei es mit einem kleinen Kaffeebeitrag als Spende oder halt eben also für das Porto oder halt eben mit irgendeinem Produkt, schreibt mich an. Ich freue mich drüber. Für dieses Mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für eure tollen Kommentare. Auch E-Mails wieder angekommen, lese ich alle super gern. Also tauscht euch mit mir aus. Ich freue mich darüber und es war so schön in Backnang, wenn die Leute sagen, die hören dir so gern zu, du machst das toll oder das war so spannend, diese Lives sind so toll. Also ich hoffe, dass ihr das seht, dass es nicht nur irgendwie eine Werbeveranstaltung sein soll, sondern halt eben wirklich, ich versuche, die Menschen hinterm Produkt zu zeigen oder halt eben zu gewissen Themen einfach Diskussionen anzuregen. Also, vielen Dank von meiner Seite. Ich wünsche euch einen guten Einstieg in den November und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.